Jonas entdeckt Berlin. Jonas ist 25 Jahre alt und wohnt in Hamburg. Er hat eine Woche Urlaub. Er sagt zu seiner Schwester: „Ich möchte nach Berlin fahren. Berlin ist groß und spannend." Seine Schwester lächelt und sagt: „Ja, mach das. Genieße deine Zeit." Jonas plant seine Reise. Er kauft ein Zugticket im Internet. Er bucht ein Hotel im Stadtzentrum. Dann packt er einen Koffer. Er legt Kleidung, Schuhe und Toilettenartikel hinein. Er nimmt auch sein Handy, eine Kamera und einen Reiseführer mit. Am Montag steht Jonas früh auf. Er frühstückt. Ein Brötchen mit Butter und Käse, dazu einen Kaffee. Dann fährt er mit der S-Bahn zum Hamburger Hauptbahnhof. Dort wartet er auf seinen Zug nach Berlin. Er ist aufgeregt und ein bisschen nervös. Der Zug fährt um 9 Uhr ab. Jonas hat einen Platz am Fenster. Er sieht Wiesen, Wälder und kleine Städte. Er hört Musik mit Kopfhörern und liest in seinem Reiseführer. Nach 2 Stunden kommt der Zug in Berlin an. Jonas steigt aus und sagt: „Wow, ich bin da!" Am Berliner Hauptbahnhof ist viel Trubel. Jonas kauft sich ein Ticket für die U-Bahn und fährt zu seinem Hotel. Das Hotel heißt City Room. An der Rezeption fragt er: „Hallo, ich habe ein Zimmer reserviert. Mein Name ist Jonas Meyer." Die Rezeptionistin sagt: „Willkommen, hier ist Ihr Schlüssel. Zimmer 205, im 2. Stock." Jonas geht ins Zimmer. Es ist klein, aber sauber und modern. Es hat ein Bett, einen Schrank, einen Schreibtisch und ein kleines Bad. Jonas stellt seinen Koffer ab. Er duscht kurz, zieht frische Kleidung an und denkt: „Ich möchte Berlin jetzt sehen." Jonas nimmt seinen Stadtplan und läuft durch die Straßen. Er sieht viele Geschäfte, Cafés und Autos. Die Stadt ist belebt und laut. Er kommt zum Alexanderplatz. Dort steht der Fernsehturm, ein hoher Turm. Jonas macht Fotos und sagt: „Berlin ist wirklich groß." Gegen Mittag hat Jonas Hunger. Er findet ein kleines Restaurant mit typischer Berliner Küche. Er bestellt eine Currywurst mit Pommes und trinkt eine Apfelschorle. Es schmeckt lecker. Danach geht er weiter und entdeckt einen Markt mit frischem Obst und Gemüse. Am Nachmittag besucht Jonas das Brandenburger Tor. Das Tor ist ein Symbol Berlins. Viele Touristen sind dort. Sie machen Fotos und freuen sich. Jonas macht auch ein Selfie und schickt es an seine Schwester. „Schau mal, ich bin am Brandenburger Tor." In der Nähe ist der Reichstag, das Parlamentsgebäude. Jonas sieht die große Glaskuppel. Er stellt sich in die Schlange, um hinaufzugehen. Von oben hat er einen tollen Blick über Berlin. Er erkennt den Tiergarten, den Potsdamer Platz und viele andere Gebäude. Abends geht Jonas in ein Restaurant in der Nähe seines Hotels. Er probiert ein Berliner Bier und isst einen Flammkuchen. Er hört Musik und sieht Menschen, die sich unterhalten und lachen. Jonas ist zufrieden und müde. Er geht ins Hotel zurück und schläft schnell ein. Am nächsten Tag möchte Jonas ein Museum besuchen. Er fährt zur Museumsinsel. Dort gibt es mehrere Museen mit Kunst und Geschichte. Jonas kauft ein Kombiticket und besucht zuerst das Pergamonmuseum. Er ist beeindruckt von den antiken Ausstellungen. Nach dem Museumsbesuch ist Jonas erschöpft. Er findet ein Café am Fluss Spree. Er trinkt einen Kaffee und isst ein Stück Kuchen. Die Sonne scheint und Jonas genießt den Ausblick auf das Wasser und die vorbeifahrenden Schiffe. Im Café lernt Jonas 2 junge Leute kennen: Clara aus Polen und Miguel aus Spanien. Beide studieren in Berlin. Sie sprechen ein bisschen Deutsch und Englisch. Jonas setzt sich zu ihnen. Sie reden über ihre Hobbys und über Berlin. Clara sagt: „Komm doch heute Abend mit in eine Bar." Jonas trifft Clara und Miguel abends im Stadtteil Kreuzberg. Dort ist es bunt und international. Sie suchen eine kleine Bar mit Live-Musik. Eine Band spielt Jazz. Sie trinken ein Bier oder eine Limonade und reden über das Leben in Berlin.
Jonas hat Spaß und fühlt sich wohl. Am 3. Tag geht Jonas am Ufer der Spree spazieren. Er sieht die East Side Gallery, einen Teil der alten Berliner Mauer, mit vielen Graffiti. Jonas macht viele Fotos von den bunten Bildern. Er kauft auch eine kleine Postkarte als Souvenir. Jonas möchte seiner Schwester ein Geschenk mitbringen. Er fährt zum Kurfürstendamm, einer großen Einkaufsstraße. Er sieht Modegeschäfte, Schuhläden und Buchhandlungen. Er kauft eine schöne Handtasche für seine Schwester. Danach trinkt er einen Eiskaffee und ruht sich aus. Am Nachmittag macht Jonas noch eine Bootsfahrt auf der Spree. Er kauft ein Ticket und sitzt auf dem Oberdeck. Er sieht viele Sehenswürdigkeiten vom Wasser aus. Den Dom, das Nikolaiviertel, das alte Rathaus. Ein Reiseführer erklärt alles über Lautsprecher. Jonas hört aufmerksam zu. Der letzte Abend in Berlin ist da. Jonas fühlt sich schon ein bisschen wie zu Hause. Er ruft seine Schwester an und sagt: »Berlin gefällt mir sehr. Ich komme bestimmt wieder.« Dann geht er noch einmal zum Alexanderplatz, isst etwas Kleines und genießt die Lichter der Stadt. Am nächsten Morgen packt Jonas seinen Koffer. Er frühstückt im Hotel, checkt aus und fährt zum Hauptbahnhof. Er steigt in den Zug nach Hamburg. Er ist müde, aber glücklich. Im Zug denkt er: Berlin ist eine tolle Stadt. Ich habe viel gesehen und neue Freunde gefunden. Ich komme sicher bald zurück. Marie besucht Wien. Marie ist 22 Jahre alt und wohnt in Berlin. Sie hat Urlaub und möchte eine andere Stadt besuchen. Sie entscheidet sich für Wien, die Hauptstadt von Österreich. Am Montag fliegt sie morgens von Berlin nach Wien. Der Flug dauert 1 Stunde und 20 Minuten. Marie ist ein bisschen nervös, aber auch sehr gespannt. In Wien landet Marie am Flughafen Schwechat. Sie nimmt den City Airport Train in das Stadtzentrum. Dann steigt sie in eine U-Bahn um und fährt zu ihrem Hotel. Das Hotel heißt Wiener Charme. An der Rezeption begrüßt sie eine freundliche Dame. Marie sagt: »Hallo, ich habe ein Zimmer reserviert. Mein Name ist Marie Weber.« Die Dame antwortet: »Willkommen in Wien. Hier ist Ihr Schlüssel. Das Zimmer ist im 3. Stock.« Marie stellt ihren Koffer ins Zimmer und ruht sich kurz aus. Dann geht sie zu Fuß in die Innenstadt. Wien hat viele historische Gebäude und schöne Straßen. Marie spaziert vorbei an Cafés, Buchhandlungen und Souvenirläden. Sie ist begeistert von der Architektur und dem Flair der Stadt. Am Vormittag hat Marie Hunger und Durst. Sie sucht ein typisches Wiener Café. Sie findet das Café Sacher und bestellt eine Sachertorte und einen Kaffee. Die Torte ist süß und schokoladig, der Kaffee ist stark. Marie genießt ihren Snack und beobachtet die anderen Gäste. Nach der kleinen Pause geht Marie zum Stephansplatz. Dort steht der Stephansdom, eine berühmte Kathedrale in Wien. Viele Touristen machen Fotos. Marie geht hinein und sieht die bunten Fenster und die hohe Decke. Sie findet den Dom beeindruckend und macht ein paar Bilder mit ihrem Handy. Gegen Mittag fährt Marie mit der U-Bahn zum Naschmarkt. Das ist ein großer Markt mit vielen Ständen: Obst, Gemüse, Käse, Gewürze und internationales Essen. Sie probiert ein Stück Strudel mit Spinat und Feta-Käse. Dazu trinkt sie eine Apfelschorle. Es schmeckt lecker und frisch. Am Nachbartisch sitzt ein junger Mann namens Lukas. Er ist Student und lebt in Wien. Er lächelt und sagt: »Guten Appetit.« Marie antwortet: »Danke dir auch.« Sie kommen ins Gespräch. Lukas gibt Marie Tipps für Wien. »Schau dir das Schloss Schönbrunn an und mach einen Spaziergang im Prater.« Am Nachmittag fährt Marie mit dem Bus zum Schloss Schönbrunn. Das Schloss ist sehr groß und prachtvoll. Sie kauft ein Ticket für eine Führung und lernt viel über die Kaiserin Sisi und die Geschichte Österreichs. Dann geht sie in den Schlossgarten. Sie sieht Brunnen, Statuen und viele Blumen.
Vom Hügel bei der Gloriette hat sie einen tollen Blick auf die Stadt. Am nächsten Tag besucht Marie den Prater, einen Vergnügungspark mit vielen Attraktionen. Dort steht das Wiener Riesenrad, ein Wahrzeichen der Stadt. Marie kauft ein Ticket und steigt in eine Gondel. Von oben sieht sie die Donau, den Prater und die umliegenden Häuser. Danach probiert sie ein Langos, ein ungarisches Fladenbrot mit Knoblauch und Käse. Es ist köstlich, aber auch mächtig. Wien hat viele Museen. Marie liebt Kunst und Geschichte. Sie fährt zum Kunsthistorischen Museum am Maria-Theresien-Platz. Dort besichtigt sie Gemälde von Rubens, Rembrandt und Vermeer. Sie bewundert die alten Meisterwerke. Später trinkt sie in der Museumscafeteria einen Tee und macht eine kurze Pause. Nach dem Museum besucht Marie die Hofburg, das ehemalige kaiserliche Schloss. Dort gibt es viele Ausstellungen und die spanische Hofreitschule mit den berühmten Lipizzaner-Pferden. Marie kauft sich ein Ticket für eine Vorführung. Sie sieht edle, weiße Pferde und elegante Reiter. Die Dressur ist sehr präzise und anmutig. Abends geht Marie in eine Studentenbar in der Nähe der Universität. Dort trifft sie zufällig Lukas wieder und seine Freunde. Sie sprechen über das Studium, das Leben in Wien und deutsche Dialekte. Marie versteht nicht immer alles, aber sie lacht viel und lernt neue Wörter. Sie findet die Atmosphäre locker und gemütlich. Am 3. Tag nimmt Lukas sie mit in den Wienerwald, ein Naherholungsgebiet außerhalb der Stadt. Sie fahren mit der S-Bahn bis zu einer kleinen Station und machen einen Wanderweg durch den Wald. Es ist ruhig und grün. Sie sehen einen Bach, Vögel und alte Bäume. Marie atmet die frische Luft und entspannt sich. Marie interessiert sich auch für Geschichte. Daher besucht sie mit einer geführten Gruppe die KZ-Gedenkstätte Mauthausen außerhalb von Wien. Es ist eine ernste und traurige Erfahrung. Sie lernt viel über den Zweiten Weltkrieg und die Opfer des Nationalsozialismus. Sie ist nachdenklich und still nach dieser Besichtigung. Zurück in Wien gönnt sich Marie eine Wiener Melange, eine Art Kaffee und ein Stück Apfelstrudel in einem traditionellen Café. Die Bedienung ist freundlich und fragt: Hat es geschmeckt? Marie lächelt. Ja, sehr lecker. Danke. Sie fühlt sich wohl in dieser Stadt. Marie möchte ihrer Familie Geschenke mitbringen. Sie geht auf die Maria-Hilfer Straße, eine große Einkaufsstraße. Sie kauft Pralinen, Schokolade und ein kleines Souvenir in Form eines Lipizzaner-Pferdes für ihre Schwester. Dann sucht sie noch einen Pullover für sich selbst. Sie findet ein bequemes Modell in Blau. Lukas lädt Marie ins Volkstheater ein. Sie sehen ein Stück von einem österreichischen Autor. Marie versteht nicht jedes Wort, aber sie genießt die Atmosphäre. Die Schauspieler sind leidenschaftlich und das Publikum applaudiert. Nach der Vorstellung trinken sie noch ein Glas Wein in einer kleinen Bar. Am letzten Tag vor der Abreise treffen sich Marie und Lukas in einem Heurigen, einem typischen Wiener Weinlokal. Sie essen Bretteljause, Wurst, Käse, Brot und trinken jungen Wein. Sie reden über die Zukunft und tauschen ihre Telefonnummern aus. Lukas sagt: Komm bald wieder, Wien hat noch viel zu bieten. Abends im Hotel packt Marie ihren Koffer. Er ist jetzt voller Andenken und Kleidung. Sie sieht die vielen Fotos auf ihrem Handy an. Sie ist müde, aber zufrieden. Sie denkt: Die Zeit in Wien war wundervoll. Ich habe viel erlebt und neue Leute getroffen. Am nächsten Morgen checkt Marie aus dem Hotel aus, nimmt die U-Bahn zum Hauptbahnhof und dann den Zug zum Flughafen. Sie fliegt zurück nach Berlin. Im Flugzeug blickt sie aus dem Fenster und sagt sich: Ich werde Wien nie vergessen. Ich komme ganz sicher wieder.